Das ist ja schon lange her, dass ich keinen Kontakt zu meinem Sohn habe, schon 12 Jahre. Am Anfang ist natürlich die Traurigkeit und was kann ich tun, wie kann ich mich, was kann ich motivieren, wie kann ich mein Kind motivieren, wieder Kontakt zu mir aufzunehmen. Es hat alles nicht funktioniert. Es ging darum, wo kann er leben, wo soll er leben. Und er hat dann aber für sich entschieden, er geht zu seinem Vater, was auch schwer war für mich. Und ist quasi so, wo ich nicht zu Hause war, mit den nötigsten Dingen ausgezogen. Dann war er nicht mehr da. Also seitdem ist er nicht mehr da. Damals war Reginas Sohn 16. Zu ihren 2 anderen Kindern und auch zu ihren Enkelkindern hat sie Kontakt. Doch bei ihrem Sohn ist das anders. Eine Zeit lang verschickte Regina noch Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Der Kontakt blieb aus. Heute, 12 Jahre nach dem Kontaktabbruch, geht es Regina besser. Nach einer langen Zeit des Trauerns. Am Anfang, wo mich Freundinnen gefragt haben nach meinem Sohn, wie es dem geht, das hat mir manchmal die Luft weggenommen. Also, dass ich nicht atmen, so wie eine Panikattacke, die da im Ansatz war. Und das hat mich selbst erschreckt, wo ich gedacht habe, das geht nicht, das kann nicht sein. Also ich kann nicht krank werden und ich möchte auch nicht, dass ich krank werde selber. Ich möchte ja noch leben und will auch Freude haben im Leben. Dann habe ich angefangen zu agieren und wer kann mir helfen? Regina will etwas ändern. Sie möchte verstehen und einen Weg zurück ins Leben finden. In der Anfangszeit hat es sehr mein Leben bestimmt. Ich habe auch eine Therapie begonnen, um einfach damit besser klarzukommen. Und das hat mir sehr geholfen. Also das war schon der erste Schritt. Außerdem entdeckt sie eine Zeitungsanzeige und schließt sich einer Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern an. Seit 8 Jahren ist Regina nun Mitglied. Mittlerweile gibt es allein im Wetteraukreis 3 Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Daraus habe ich natürlich auch viel mitgenommen, dieses Zulassen, wie gehe ich damit um und was tue ich, damit es mir gut geht. Ich habe ja auch nur ein Leben. Regina schafft es, neue Kraft zu tanken. Um ihre Erlebnisse besser zu verstehen, fängt sie mit Anfang 50 noch einmal an, Psychologie zu studieren. Um einfach das verstehen zu wollen, was passiert denn hier? Was gibt es denn für unterschiedliche Charaktere? Und das war für mich auch, das war wichtig, um auch zu lernen, das Leben geht nach vorne. Und das, was gewesen ist, das kann man ja nicht mehr ändern. Man kann nur nach vorne raus etwas verändern und für sich auch selbst gucken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Heute berät Regina auch andere Menschen, die sich in schwierigen Lagen befinden. Und sie hält fest an dem, was ihr gut tut. Dazu zählt der Sport. Regina ist Triathletin. 2019 schafft sie den Ironman in Frankfurt, qualifiziert sich für den Ironman auf Hawaii. In dem Moment, wenn ich laufen gehe oder schwimmen gehe oder Radfahren gehe, da habe ich Freude, da schalte ich ab. Da komme ich mit einem Glücksgefühl wieder zurück. 2019, da habe ich die Quali erreicht, nach Hawaii zu fahren und dort habe ich auch gefinisht. Und das waren auch Glücksgefühle. Und auch dort zu sein mit den Besten der Welt quasi, da den Ironman dort zu machen, das war schon ein tolles Erlebnis. Wunderschön. Solche Glücksgefühle hätte Regina zur Zeit des Kontaktabbruchs nicht für möglich gehalten. Trotzdem hat sie es geschafft, weiterzumachen. Doch eins ist ihr nach wie vor ganz wichtig: keine negativen Emotionen zu hegen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich würde mich sehr freuen, ihn zu sehen und ich denke schon in bestimmten Situationen an ihn. Aber ja, das wäre noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aber wenn das nicht so ist, dann kann ich das nicht ändern. Dann ist das so.
Schönen guten Abend. Charlotte Wicke-Reitz, systemische Therapeutin und Konfliktberaterin aus Darmstadt. Herzlich willkommen. Wir wollen mal ganz kurz die Seiten wechseln. Es gibt natürlich ja auch Gründe, warum Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Was können das für Gründe sein? Also das können ganz verschiedene Gründe sein, warum Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Zum Beispiel, wenn Kinder in belasteten Verhältnissen, Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Also wenn Eltern oder ein Elternteil sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind und die Kinder das Gefühl haben, dass sie sich unterordnen müssen, dass sie sich anpassen müssen und irgendwo sich nicht zeigen dürfen, um die Eltern nicht zu belasten. Das tun sie, um die Situation zu entspannen. Das geht natürlich zu dem Preis, dass die Kinder ihre Lebendigkeit und auch die Selbstentwicklung einbußen. Ein anderer Grund ist, dass Kinder mit mehreren Geschwistern das Gefühl haben, dass sie benachteiligt werden im Vergleich zu den anderen Geschwistern, oder auch Ablösungskonflikte. Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen können, die Kinder keine eigenen Erfahrungen machen können und dann der Kontaktabbruch dazu dient, dass die Kinder sich von der Umklammerung der Eltern lösen können. Ein Beispiel auch so aus dem Erwachsenenalter, wenn Eltern ihre Elternrolle nicht ablegen können und ihre erwachsenen Kinder nicht auf Augenhöhe sehen und den Kindern nicht ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen. Okay. Wann entscheiden sich Kinder dazu, den Kontakt abzubrechen? Das ist wahrscheinlich nichts Spontanes. Das ist nichts Spontanes, das ist auch ein schleichender Prozess. Meistens im Erwachsenenalter realisieren die Kinder, dass ihre Erlebnisse aus der Kindheit dazu geführt haben, dass sie ihre Persönlichkeit nicht angemessen weiterentwickeln konnten. Und der Kontaktabbruch ist meistens das Ende eines Entfremdungsprozesses der Kinder, den die Eltern nicht wahrgenommen haben. Und das führt dazu, dass es in den Familien oft eine Sprachlosigkeit gibt. Das heißt, es wird nicht offen kommuniziert über Wünsche, Bedürfnisse und auch über Konflikte, was dann ganz häufig zu Missverständnissen führen. Und für die Kinder ist die einzige Möglichkeit, um sich selber zu entwickeln, eine Identität zu entwickeln, wenn sie sich von den Eltern zurückziehen. Also das heißt, dieser Kontaktabbruch kann auch sehr viel später, als so dieser eigentliche Konflikt stattgefunden hat, stattfinden. Ganz genau, ganz genau. Was können und sollen Eltern tun, wenn so richtig Funkstille ist, aber sie sich wirklich Kontakt wünschen? Das ist ganz schwierig, denn sie können den Kontakt nicht erzwingen. Denn zu einer Kontaktaufnahme gehören immer zwei Seiten. Die Eltern brauchen einen langen Atem und viel Geduld, denn es ist schon die Erfahrung, dass die Kinder irgendwann die Sehnsucht auch wieder nach einer Wiederannäherung haben. Ich kann Ihnen da Hoffnungsschimmer, den Sie da geben. Ich kann Ihnen da auch ein Beispiel aus der Praxis nennen. Eine Familie, der Sohn hat sich zurückgezogen, es gab 3 Jahre keinen Kontakt. Die Eltern haben zufällig den Sohn im Theater getroffen und der Vater hat allen Mut beisammengenommen und hat den Sohn gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, dass sie vielleicht mit einem Berater versuchen, den Kontakt aufzuarbeiten, was gelungen ist und dann wieder normaler Kontakt stattgefunden hat. Aber was die Eltern für sich noch tun können, es ist wichtig, dass sie versuchen, den Kontaktabbruch zu verstehen, also in die Vergangenheit noch mal reinzugehen, sich über die Qualität der Beziehung Gedanken zu machen und auch die Perspektive der Kinder oder des Kindes, was die Familie verlassen hat, einzunehmen und sich auch selber einzugestehen, was sie vielleicht als Eltern auch versäumt haben. Denn dann sind sie offen für eine Versöhnung und können auch mit dem Thema Frieden schließen. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, ne? Also dass man irgendwie auch bereit ist, diese andere Perspektive einzunehmen und sich vielleicht auch für was zu entschuldigen. Jetzt denke ich die ganze Zeit, hoffentlich passiert mir mal sowas nicht mit meinen Kindern. Kann man vorbeugend was machen? Also vorbeugend, was man immer tun kann, ist eine offene Kommunikation. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen, über Bedürfnisse zu sprechen, über Unwohlsein zu sprechen und dass man als Eltern auch immer den Anspruch hat, immer wieder neu Frieden zu schließen, auch wenn es Konflikte gegeben hat. Also nach so einem Streit nicht einfach Teppich hoch und irgendwann ist es einfach wieder gut, sondern das tatsächlich irgendwie bearbeiten, besprechen und auch immer die Sichtweisen der Kinder respektieren und anerkennen. Und nicht gleich in die Rechtfertigung, ich habe aber so gehandelt, sondern die Sichtweise der Kinder versuchen zu verstehen und nachzuvollziehen, um in den Austausch zu kommen. Ich merke es mir. Dankeschön.